Willkommen zu meinem allerersten Tutorial. Es geht um Wolken und bevor es losgeht, möchte ich euch noch ganz kurz zeigen, was euch erwarten wird. Im ersten Teil geht es so ein bisschen um Allgemeines zu Wolken, was man ein bisschen beachten möchte. Im zweiten Teil geht es um das Wischfinger-Tool, das benutze ich nämlich, um die Wolken zu machen. Allerdings erkläre ich in dem Part nur die Grundfunktion, wie das im Groben und Ganzen funktioniert. Im dritten Teil komme ich dann zum eigentlichen Kernpunkt, nämlich wie ich meine Flauschewolken mache. Betonung auf meine Flauschewolken. Das ist jetzt nicht der Überweg zu, wie man Wolken macht. Es ist einer von etlichen, ein sehr einfacher Weg, ein sehr schneller Weg. Ich habe auch noch mal ein paar Beispiele für meine Flauschewolken, die habt ihr in meinen Bildern schon gesehen. Also wie ich diese Wolken mache, das werde ich euch erklären. Wie gesagt, es gibt auch noch viele andere Wege, Wolken zu machen. Zum Beispiel könntet ihr mal bei Rela H reinschauen. Das ist ein Partner-Channel, die zeichnet auch digital, macht also vom Grundprinzip das gleiche wie ich, hat aber einen ganz anderen Stil und die macht auch ein Wolken-Tutorial. Sobald ihr das fertig hat und hochgeladen hat, werdet ihr hier auch einen Link dazu finden. Und sie macht auf jeden Fall auch wunderschöne Bilder, also wenn ihr Lust habt, schaut doch einfach mal bei ihr vorbei. Und das letzte auf meiner Liste wird ein Anwendungsbeispiel sein. Das heißt, ich mache ein Bild wie in einem Speedpainting. Und zwar dieses Bild. Das ist Win, wie sie tanzt. Und das habt ihr schon in einem Speedpainting gesehen, falls ihr es gesehen habt. Wenn nicht, könnt ihr jetzt hier klicken, um euch das anzuschauen. Ihr findet den Link aber auch in der Beschreibung, falls ihr jetzt nicht direkt umtappen wollt. Und anhand dieses Bildes werde ich euch das zeigen. Ich werde das am Ende weitermalen, weil es sehr viele Wolken im Bild haben wird. Und deshalb wird das mein Anwendungsbeispiel sein. So, da wären wir schon bei den allgemeinen Wolken angelangt. Hier möchte ich allgemeine Dinge sagen, egal wie ihr Wolken zeichnet. Diese Dinge solltet ihr wissen, damit ihr das richtig darstellen könnt. Und zwar zeichne ich euch hier jetzt mal eine kleine Wolke, eine ganz simple, wie gesagt, das ist egal wie man das zeichnet. Ich mache zum Ausmachen mal den Pinsel etwas größer. So, ich mache das hier jetzt noch ein bisschen so. Das ist unsere Wolke, an der werde ich euch das jetzt zeigen. Ich mache den Pinsel wieder kleiner. Braucht ihr nicht so groß. Ja, was gibt es zu Wolken zu sagen? Wolken sind oben. Sind sie flauschig? Flauschig. Unten sind sie eher gerade. Gerade. Nebenbei sind sie unten eigentlich in den allermeisten Fällen dunkler als oben. Machen wir hier noch ein bisschen Rundung rein, damit wir uns an die Form ein bisschen anpassen. Ja, das ist bei der Schattierung wichtig zu beachten. Die sind unten immer dunkel. Das hat einfach die Bewandtnis, dass Wolken ja aus Wasser und Luft bestehen. Und Wasser ist schwer und setzt sich unten in der Wolke ab. Wird dort immer dunkler, bis es irgendwann mal regnet. Und oben bleibt halt nur noch die Luft übrig mit sehr wenig Wasser. Und deswegen ist es oben auch flauschig und heller und unten halt eben etwas gerader und dunkler. Nebenbei gibt es natürlich noch einen anderen Grund, nämlich die Lichtverhältnisse. Ich meine, es ist logisch, oben ist die Sonne, also sind Wolken oben auch heller, weil die werden ja von oben angestrahlt und unten, da ist einfach nur der Erdboden und das Licht, was wir Menschen machen, das reicht einfach nicht aus, um Wolken zu erhellen, vor allem, weil die ja von Natur aus schon dunkel unten sind. Und ja, deshalb sieht das in den meisten Fällen so aus, dass die oben hell sind und unten dunkel. Man kann jetzt noch, wenn man ein bisschen andere Lichtverhältnisse hat, ich mache hier jetzt mal einen Mond hin. Der Mond ist ein schönes Beispiel, weil der Wolken sehr gerne in der Nacht schön anstrahlt. Und dann kann man oben auch noch schön Licht drauf machen, aber wirklich größtenteils nur oben.
weil unten sind sie halt dunkler. Und das ist eigentlich so ziemlich alles, was es zu wissen gibt, aber es ist eben wichtig, dass man jetzt nicht oben die Wolken hell hat und unten dunkel und andersrum. Dass man sie nicht oben dunkel hat und unten hell, dann würde das nämlich ziemlich komisch aussehen, was einfach nicht realistisch ist, und deswegen fand ich es wichtig, das euch zu erzählen. Das Wischfingertool ist eine nicht mehr ganz so verbreitete Form, um Wolken zu gestalten. Ich wollte euch das Werkzeug erstmal in seinen Grundeinstellungen erklären, bevor ich dazu komme, wie ich die Wolken mache. Ich benutze nämlich dieses Tool tatsächlich. Und zwar, es macht eigentlich nichts weiter, als von einer Farbe in die andere zu wischen. Ich zeige euch das. Wenn ich im Weißen anfange, kann ich hier das quasi rausziehen. Oder ich fange halt außen an und ziehe das Nichts, weil hier ist jetzt keine Farbe, ziehe das hier hinein. Wenn ich das jetzt hier benutze, seht ihr, das verschmiert das quasi so. Das sieht nicht gut aus. Ich mache das jetzt gleich mal rückgängig, sobald ich es rückgängig machen kann. So. Das war jetzt auf einer Stärke von 100%. Ich stelle das jetzt mal auf 50, auch wenn ihr das jetzt nicht seht. Das sind jetzt 50% Stärke. Und dann sieht das Ganze auch schon ganz anders aus. Jetzt seht ihr, dass es das tatsächlich verwischt. Und mit diesem Effekt kann man eigentlich viel anfangen. Man kann die Wolke schön verwischen. Auch hier vor allem in der Schattierung, da gehen die Farben richtig so ineinander über. Wie gesagt, es ist ein nützliches Tool, ein schöner Effekt, aber zum Wolkenmachen jetzt nicht so ideal, weil das einfach nicht gut aussieht. Ich habe euch hier mal ein Beispiel. Ein Beispiel für euch. Das ist mein erstes Avatar gewesen und das erste Mal, dass ich auch Wolken gemacht habe. Und die einzige Methode, die ich gefunden habe, war das eben mit dem Wischfingertool. Und so habe ich das gemacht. Aber wie ihr seht, die Wolken, die sehen schmierig aus, verschmiert, wie es halt ist. Ich habe ja sogar den Fehler gemacht, wie ihr seht. Hier oben die Wolken dunkel und dann unten hell. Ich habe das überhaupt nicht beachtet. Und ja, es sieht auch dementsprechend aus. Also man erkennt, dass es Wolken darstellen soll, aber es sind nicht wirklich welche. Es ist schmierig und ja, nicht flauschig und fluffig, wie sie sein sollten. Deshalb, ja, es ist ein bisschen von gestern, das so zu machen, sage ich mal. So, ich habe euch ja gesagt, dass ich für meine Wolken das Wischfingertool benutze, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie ich von diesem schmierigen Etwas da zu so einem Flauschewölkchen komme, und das werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar geht's los mit dem Pinsel. Der Pinsel ist wirklich der Schlüssel zu flauschigen Wolken. Ich benutze hier meistens den. Das ist ein Standardpinsel vom Photoshop. Der sieht jetzt so aus. Das ist jetzt eine voll Regenwetterwolke, wie ihr seht. Das liegt daran, dass der Pinsel die Vorder- und Hintergrundfarbe zusammenmischt. Ich werde jetzt mal ändern. Ich mache die mal in sachtes Blau und das Weiß. So sieht es schon viel besser aus. Ich mache die Form jetzt mal im weitesten Sinne so wie meine einfache Wolke, die ich euch da gezeichnet habe. Ich schiebe die auch mal ein bisschen runter. Und ihr seht, dass das schon sehr viel anders aussieht. Zum Vergleich, hier unten ist die Startwolke, mit der ich angefangen habe. Das ist die verschmierte und das ist jetzt die flauschige. Die kopiere ich jetzt mal. Da haben wir sie. Und jetzt kommen wir nämlich zu Schritt 2, der nämlich das Wichtigste ist und jetzt den größten Effekt ausmacht. Ich nehme wieder das Wischfingertool, aber hier gilt das Gleiche. Der Pinsel macht die Kraft. Der Pinsel macht den Unterschied. Ich nehme jetzt den gleichen Pinsel, den ich bei den Wolken benutzt habe, also für die Wolke, um sie zu zeichnen, und gehe damit jetzt einfach mal an den Außenkanten lang, und ihr seht, was passiert. Nämlich in diesem flauschigen Muster des Pinsels verwischt er mir jetzt die Wolke, und das sieht jetzt schon ganz anders aus. Und je mehr ich nach draußen wische, desto flauschiger wird das. Wenn ich auf der Stelle bleibe, wird es eher ein bisschen körniger. Unten haben wir gesagt, sind Wolken eher gerade. Ich wische erstmal drüber, um das so ein bisschen anzupassen, und dann wische ich einfach von außen
hinein. Dann hat man auch diesen dunkleren Effekt schon fast ganz automatisch. Man kann natürlich auch, und das bietet sich an, einen dunkleren Ton mit reinmischen. Je nach Lichtverhältnissen natürlich und nach Wetterlage. Bei Regenwetter möchte ich dann natürlich dann eher was Gräuliches nehmen, was Dunkles. Einfach einen Strich, den wische ich jetzt wieder ein bisschen breit. Das leckt gerade ein wenig. So, wenn ich die jetzt natürlich oben noch ein bisschen heller haben will, kann ich das gleiche nochmal machen. Und zwar nehme ich dazu wieder weiß. Ich mache jetzt mal beides weiß, damit ich ein ganz reines habe, ohne dass es mir was mischt. Mache ich hier jetzt so hin. Dann wird das wieder verwischt. Ein bisschen mehr nach innen möchte ich das haben. So, okay, der macht jetzt mir hier manchmal ein paar Artefakte, wenn das passiert. Einfach nochmal von außen nach innen wischen. Ich bin auf der falschen Ebene. Dann geht das weg. Also wenn sowas mal passieren sollte, das kommt manchmal vor. Aber wie ihr seht, ist das jetzt schon ein großer Unterschied von dieser einfachen Beispielwolke über die schmierige und dann das hier. Das sieht wenigstens aus wie eine Wolke. Bei dem anderen, naja, das sieht ja aus wie ein Flaps, wie so ein Klecks. Und das ist eigentlich so die Methode, die ich benutze, um Wolken zu machen. Also nochmal zur Zusammenfassung: ordentlichen Pinsel nehmen, Wolke malen, Wischfinger nehmen, drüber wischen. Das Wichtigste ist wie gesagt nur der Pinsel. Da gibt es viele verschiedene, die wirklich viele verschiedene Effekte machen. Da könnt ihr gerne rumprobieren. Aber ich finde, das ist halt ein sehr einfacher und schneller Weg, um richtig flauschige, fluffige Wolken zu machen. Eignet sich jetzt natürlich nicht für alles. Es gibt andere Wolkenformen, die für zum Beispiel einen Abendhimmel besser geeignet sind, aber so im Großen und Ganzen sehen die doch recht flauschig und gut und wolkig aus. So, das sieht jetzt schon mal ganz gut aus, ist aber noch nicht das Ende, das heißt, es ist noch nicht fertig, das Bild. Ich habe nämlich noch vor, ein anderes Video anhand des gleichen Bildes noch zu machen, könnte aber ein Weilchen dauern, weil ich erstmal an der englischen Version dieses Videos arbeite. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Wenn ihr meine Videos weiter verfolgen möchtet, könnt ihr mich auch abonnieren, mir auch einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr das möchtet. Ich bin immer dankbar für Lob oder Kritik, ganz gleich. Ich bin für jedes Kommentar wirklich dankbar. Es freut mich jedes Mal, wenn ich sehe, dass sich jemand die Mühe macht, mir einen Kommentar zu schreiben. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, also nicht nur über meine Videos, sondern auch über meine Bilder und was ich sonst so mache, könntet ihr auch meinen Blog besuchen oder mir dort folgen oder so. Damit verabschiede ich mich dann auch. Also bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.